Hast du 5 Minuten? Sag mir alles, was du weißt. Das ist meine Aufgabe heute Abend. Das sind meine Notizen an Predigtlehrer, die ich mitschleppe, wenn ich rede darüber. Die Notizen daheim sind umfangreicher. Und jetzt ich habe etwa eine Stunde. Wir wollen reden heute eigentlich über 2 Fragen. Zuerst einmal Geistesführung. Wir wollen überblicken, was die Heilige Schrift darüber sagt. Und dann will ich einige für mich hilfreiche Bemerkungen über den Dienst am Wort Gottes machen. Ich glaube, dass die Botschaft, die ich zu bringen hätte, nicht nur das Thema der Führung des Heiligen Geistes bei der Verkündigung des Wortes Gottes, sondern auch Hilfen für Brüder, die das Wort Gottes verkündigen. Einmal habe ich mit einem bekannten Lehrer und Leiter unter Christen in der Bundesrepublik geredet über die Frage der Versammlung und er hat mich ausgefragt, was ich meine, sind die wesentlichen neutestamentlichen Prinzipien, und ich habe sie irgendwie hergesagt. Ein Prinzip habe ich übersehen und er sagte, es war das Wesentlichste, die Geistesführung. Und ich war zuerst, weißt du, wie man ist, ein bisschen verwundert im eigenen Stolz, wenn man in einem Gespräch mit einem Kollegen irgendwie, er sagt dir, ja, das Wesentliche hast du vergessen. Aber das war Anlass zum Nachdenken. Ich hätte es vorher nicht gesagt, aber ich glaube wirklich, abgesehen von dem Ort der Versammlung oder von dem Anziehungspunkt der Versammlung, abgesehen von dem sich versammeln oder versammelt werden zu dem Herrn Jesus Christus hin, zu seinem Namen, ist die Führung des Geistes das wesentlichste Prinzip in der Reihe von Prinzipien der neutestamentlichen Versammlung. Und eigentlich die Führung des Heiligen Geistes ist das, was uns zum Namen des Herrn Jesus hin versammelt. Ich möchte eingangs bei diesem Thema über die Vorstellungen, die unzureichende Vorstellungen vieler Geschwister zum Thema Geistesführung. Wenn man fragt über Geistesführung, und das habe ich heute Abend getan am Tisch, ich habe absichtlich mich gesetzt zu einigen Schwestern, die kommen aus Versammlungen wie die meine in der Bundesrepublik. Und ich habe gefragt, was sie halten von Geistesführung und wie das praktiziert wird bei ihnen. Geistesleitung heißt für sie Konzeptlosigkeit. Das war ihre Antwort. Und ich bin dankbar für die ehrliche Antwort. Und sie bestätigt die Antwort, die ich vielerorts bekommen habe. Geistesführung heißt Konzeptlosigkeit. Ihre Erfahrung, nicht ihre Überzeugung, lehrt sie das. Eigentlich, wenn du einiges wissen willst über die Qualität der Gemeinde, tu ein bisschen horchen, wenn die Frauen reden. Es war ganz interessant, ich wollte in die Küche gehen und die Weibelsleit, weißt du, sie waren drinnen, die Schwester nach der Versammlung, und ich habe gehört, sie reden über die Versammlung. So ich habe ganz ruhig mich verhalten bei der Tür. Weißt du? Und eine Schwester sagt, das war nichts los heute. Die Brüder haben hauptsächlich von sich geredet und von ihrer stille Zeit und was sie beeindruckt hat, aber Jesus war wirklich nicht im Mittelpunkt. Das war ihr Urteil über das Brechen des Brotes. Das habe ich lautstark verkündigt am nächsten Sonntag. Ich habe natürlich nicht Quellenangaben gegeben. Das war nicht bei uns in der Küche hier heute. Nein, nicht dabei. Aber eine der 2 Schwestern, die ich fragte heute Abend über Geistesleitung, ist bei euch in Gemeinschaft, Wolfgang. Wenn man fragt über Geistesleitung, meistens wissen Leute von 1. Korinther 14, wo übrigens der Heilige Geist nicht erwähnt wird in dem Zusammenhang. Und man weiß, dass es kein festgelegter Redner sein soll oder festgelegter Predigtext. Und das ist der Grund für Organisationsmängel unter uns. Wie einer sagte, die Brüder organisieren nichts, sie haben Geistesführung.
Aber die Führung des Heiligen Geistes, möchte ich euch sagen, ist viel umfassender und viel herrlicher als diese Darstellungen, die abgeschwächt sind eigentlich von unserer Praxis, wenn wir ganz ehrlich sind. Geistesführung, ein Überblick. Römer Kapitel 8. Und Vers 14. Denn so viele durch den Geist geleitet oder geführt werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, aber, Vater. Unser Geburtsrecht als Söhne Gottes ist die Geistesführung. Und die Geistesführung ist Gottes Methode, Gottes Mittel, die Rechtsforderungen des Geistes zu erfüllen in uns. Der Partnerschaft Fleisch und Gesetz wirkt nicht. Wir lesen in Römer 8, Römer 7, wie ein Mensch mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand Gottes Gesetz liebt und gehorchen will. Er sagte, ich will, das ist sein Herz, seine Wille. Er sagte, ich liebe das Gesetz, das ist seine Seele oder seine Gefühle. Ich weiß, in meinem Denken stimme ich mit dem Gesetz überein. Aber ich schaue in mir und ich sehe nichts Gutes. Die Kombination Fleisch und Gesetz bringt nichts weiter. Die Rechtsforderungen des Gesetzes werden nicht erfüllt. Das Problem ist nicht das Gesetz, liebe Brüder. Vergesst das ja nicht, wenn ihr redet über das Thema des Verhältnisses zwischen Christen und Gesetz. Das Problem sind die Menschen. Das Gesetz ist heilig und gerecht. Das Gesetz ist wie eine Brechstange aus Eisen. Kräftig genug. Das Problem ist der Drehpunkt, mit dem unser Hebel anzusetzen hat. Es ist wie, weißt du, mit einem guten Hebel, ich könnte diesen Tisch oder könnte sogar ein Auto mit dem richtigen Hebel bewegen. Aber stellt euch vor, ich arbeite mit einem Hebel aus Eisen und ein Drehpunkt aus Quark. So ist das Verhältnis Mensch und Gesetz. Das Problem ist nicht das Gesetz. So Gott sandte seinen Sohn. Im Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde. Und dieser Sohn starb für Sünde. Das Wort für Sünde ist das alttestamentliche Wort in der Septuaginta. Für Sünde, das ist der Begriff Sündopfer. Und durch sein Sündopfer und durch die Führung des Heiligen Geistes, Gott erfüllt heute in Menschen die Rechtsforderungen des Gesetzes. Durch Menschen, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geiste wandeln. Und das nach dem Geiste wandeln, liebe Geschwister, ist Geistesführung in reinster Form. Geistesführung ist die Grundlage des christlichen Lebens. Er führt und begleitet uns Schritt auf Schritt bis in die Herrlichkeit, bis zu der Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes. Hast du denn je über diesen Begriff nachgedacht? Die Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes. Gott hat uns nicht einen Geist der Knechtschaft, der zur Furcht führt. Es gibt Leute in Deutschland, sie wollen Geister austreiben. Ja, das psychiatrische Klinik in Oberursel ist voll von ihren Gemeindemitgliedern auch. Ich meine, sie haben genug dort behandelt. Und sie reden mit Geistern und sie haben eine Seelsorgemethodik, was Menschen irgendwie knechtet an sie. Ich möchte euch sagen, der Heilige Geist ist nicht ein Geist, der zur Furchtsamkeit und Knechtschaft von Menschen führt. Wenn du in deinen Gedanken fühlst dich gezwungen, gewisse Dinge zu tun, du fühlst dich irgendwie immer wieder schlecht. Eine Stimme sagt zu dir, du kannst nicht Gott gefallen. Du kannst es aufgeben. Schau mal, du hast es wiederum getan. Es ist keine Hoffnung für dich.
das ist nicht der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist dich führt, wird er die Finger auf die wunde Stelle tun. Er wird dir sagen, mit Gottes Wort oder Grundsätzen und in Verbindung mit deinem Gewissen, wo du den Pfad verlassen hast. Aber er wird dir aber auch zeigen, wie zurückzukommen. Ein Kind Gottes sündigt, ja. Es ist wie ein kleines Kind, das torkelt. Und auf einmal fällt es auf die Nase. Und was sagt das Kind? Vati, hast du es nie bemerkt? Wenn du sündigst, diese furchtbare Empfinden gegenüber Sünde einerseits und andererseits, was ist dein Impuls nachher? Vati. Aber Vater, und woher kam das? Derjenige, der dich führt an den Weg zurück, ist der Heilige Geist. Das ist Geistesführung. Galater Kapitel 5. Noch eine wichtige Stelle. Galater Kapitel 5 und Vers 16. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Vers 22. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wider solche gibt es kein Gesetz. Gegen einen Lebensstil unter der Führung des Heiligen Geistes gibt es keine einzige Bibelstelle. Das ist, was der Text sagen will. Weißt du, was ich lerne hier? Ist, dass die Führung des Geistes nicht ein Gesetz selber ist. Es ist eine Gesetzmäßigkeit oder ein Prinzip, Geistesführung. Aber Geistesführung ist Gottes Mittel, uns zu seinen Zielen zu bringen. Und wenn du von dem Heiligen Geist geführt wirst, wirst du keine Prinzipien der Heiligen Schrift verletzen. Keine einzige Bibelstelle ist gegen seine Führung. Aber seine Führung ist nicht nur für Einzelne, sondern für Versammlungen und für Arbeiter im Werk des Herrn. Ja, Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, dass die Kraft zum Zeugnis von dem Geist Christi ist. Der Geist Christi ist der Geist der Mission. Und je näher du zu Christus lebst, desto missionarisch bist du in deinen Gedanken. Das waren die Worte von Henry Martin, dem großen Missionarstaatsmann. Kapitel 4, Apostelgeschichte 4, Vers 31. Als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Freimütigkeit zum gemeinsamen Zeugnis durch die Führung des Heiligen Geistes. Nur nebenbei, das Wort Freimütigkeit in unseren Kreisen ist öfters auf den Kopf gestellt. In der Bibel ist das Wort positiv. Sie redeten mit Freimütigkeit. In unserem Sprachgebrauch sagen wir so oft, oh, ich habe keine Freimütigkeit. Wie so vieles haben wir es umgedreht. In Apostelgeschichte 13, Verse 1 bis 4, sehen wir die Führung der Verantwortlichen in einer Gemeinde, die begabten Lehrer und Propheten, wo der Heilige Geist spricht, sondert für mir ab, Barnabas und Saulus für das Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und die große Missionsbewegung unter den Nationen war das Resultat von Geistesführung. Später in Kapitel 16, Verse 6 und 7 sieht man, dass Paulus unterwegs ist im Werk des Herrn. Was hat ihn auf die zweite Missionsreise oder zur zweiten Missionsreise veranlasst? Zuerst ganz einfach Pflichtbewusstsein. Sie waren fertig in ihren Beratungen in Jerusalem und er denkt zusammen mit Barnabas an die neu entstandenen Versammlungen, die sie hinter sich gelassen hatten an der ersten Missionsreise. Und so er sagt, gehen wir und befestigen wir die Seelen der Jünger.
Das war keine besondere Führung. Genau wie du keine besondere Führung brauchst für vieles, was du tust. Wir haben jetzt 7 Kinder. Meine Frau hat nicht gefragt Gott, ob sie ihre Kinder eine Flasche geben sollen oder sie stillen sollen. Es gehört dazu. Es ist ganz normal. Wenn du jemanden zum Herrn führst, brauchst du nicht sonderbare Führung, um ihn zu betreuen und befestigen im Glauben. Aber wenn es geht um Einzelheiten und wo sie dann über diese Aufgabe hinaus gehen sollten, da versuchten sie den nächsten Schritt zu machen nach Asien und der Geist Christi sagte nein. Dann nach Norden, nach Bithynien und der Geist Jesus sagt nein. So sie landen in Troas und überlegen, was sollen wir tun? Und dann bekamen sie besondere Führung. Und sie schlossen, das heißt, Paulus und Lukas schlossen, dass Gott wollte sie in Mazedonien. Wenn wir diese Dinge lesen, wie Gott seine Mitarbeit oder die Mitarbeiter im Werk des Herrn, wie Gott die Verantwortlichen in einer Gemeinde führt, sehnen wir uns von dem Heiligen Geist geführt zu werden in den Belangen des Werkes des Herrn und in den Belangen der Versammlung. Letzten Sonntag eigentlich haben wir als Versammlung in Salzburg unseren ersten Missionar entlassen. Ja, entlassen ist im deutschen Sprachgebrauch meistens ein negatives Wort. Du entlässt jemanden. Aber wir haben ihn nicht geschickt. Wir sind guter Zuversicht, dass der Heilige Geist ihn geschickt hat. Leute fragen mich immer wieder, bist du von einer Gemeinde ausgesandt? Ich sagte, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich vom Heiligen Geist ausgesandt bin. Die Gemeinde hat mich entlassen, hat mir der Gnade Gottes anbefohlen zu einem Werk, zu dem der Heilige Geist mich berufen hat. Und die Leute sagen, ja, wo bist du geschickt worden? Und ich sagte, die Brüder haben mich entlassen, da zu gehen, wo der Heilige Geist, Geist Gottes mich führt. Wir wollen in der Missionstätigkeit, aber auch in Gemeindebelange vom Heiligen Geist geführt werden. Wenn man liest Apostelgeschichte Kapitel 15, besonders der Brief von den Aposteln und Ältesten, liest man in Vers 28, dass der Heilige Geist die Brüder geführt hat in weitreichenden lehrmäßigen Entscheidungen. Es schien uns gut, aber auch dem Geist, euch nichts mehr als Folgendes zu schreiben. Johannes Kapitel 16 und Vers 13, Kenntnis von Gottes Willen und seinen Grundsätzen, das kommt von der Führung des Heiligen Geistes. Aber natürlich besteht in erster Linie Interesse an das, was ich sagen will, über die Führung des Heiligen Geistes in der Zusammenkunft. Ich glaube aber, es ist notwendig, wenn unwürdige Vorstellungen von der Führung des Heiligen Geistes herrschen unter uns, dass wir sehen, zuerst einmal ist das auf Missbrauch dieses Prinzips zurückzuführen und auf eine zu enge Verständnis. Und aus dem Grund habe ich versucht, den gesamten biblischen Befund oder einigermaßen darzustellen. Die Führung des Geistes in der Zusammenkunft, wenn man 1. Korinther Kapitel 14 zu Rate zieht, lesen wir ab Vers 26. Was nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder von euch einen Psalm, hat eine Lehre, eine Sprache, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu 2 oder höchstens 3 und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Versammlung. Rede er sich selbst und Gott. Propheten aber lasst 2 oder 3 reden und die anderen lasst urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung wird, so schweige der Ersten. Denn ihr könnt einander nach den anderen allerweil sagen, auf das alle lernen und alle getröstet werden, und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn
Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Versammlungen der Heiligen. Eure Weiber sollen schweigen in den Versammlungen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Soweit. Die Verantwortung aller Brüder dafür, unter der Führung des Heiligen Geistes und der gottgemäßen Ordnung entsprechend zur Erbauung der Versammlung ihrer Gaben entsprechend zu reden. Ganz deutliches Prinzip. Allgemeines Priestertum sagt man einmal, aber eigentlich wollen wir das nicht verwechseln mit allgemeinem Rednertum. Wenn man den Text vorsichtig liest, wo es hier geht um den, was wir sagen auf Englisch, the ministry meeting, der Dienst, die Stunde, wo das Wort verkündigt wird. Wir denken nicht in erster Linie hier von dem Brotbrechen, aber dort, wo Menschen ihre Gaben gemäß das Wort Gottes verkündigen, lehren, Sprachen reden, wie hier zur Schreibzeit dieses Textes. Das Prinzip ist Erbauung, Ordnung, Frieden und dass Menschen ihre Gaben entsprechend reden. Ihr kennt Versammlungen in den USA, wo es heißt, jeder Bruder soll predigen. Jeder Bruder soll predigen. Ich soll einmal die Schwester fragen, wie das geht. Ja. Wo steht das in der Bibel? Jeder soll predigen. Es steht hier, jeder hat einen Psalm. Aber abgesehen von dem, Lied Nummer 156, abgesehen davon, dass jeder einen Psalm hat, oder jeder könnte beten, natürlich wie Epheserbrief sagt, alles ist gabenbedingt. Nur ein Sprachenredner kann in Sprachen reden. Nur ein Prophet kann weissagen. Folglich nur ein Lehrer kann lehren und ein Ermahner ermahnen. Führung des Heiligen Geistes wird das berücksichtigen, was der Rest dieses Briefes sagt. Dass der Geist den Gaben den Menschen gegeben hat, wie er will. Und der Herr bewacht den Dienst. Und Gott selbst gibt die Wirkung. Die Verantwortung aller Brüder unter der Führung des Heiligen Geistes und gemäß der Geistesgaben zu reden in der Versammlung. Das heißt nicht, dass ein Bruder, der nicht sonderlich begabt wäre, nie etwas sagen könnte in der Verkündigung. Das glaube ich auch nicht. Aber als allgemeines Prinzip steht es hier fest, dass man der Gabe entsprechend redet. Und nicht jeder von uns hat eine Begabung, die mit der Verkündigung des Wortes Gottes zusammenhängt. Das Kennzeichen einer geisterfüllten Versammlung lesen wir die Kennzeichen in Epheser Kapitel 5. Und ich hoffe, dass du zumindest heute Abend unrevidiert liest. Manchmal will man die Bibel einfacher machen und man verbirgt dabei die ursprüngliche Gedankengänge. Epheser Kapitel 5 und Vers 18. Sei verständig, was der Wille Gottes ist. Und was ist der Wille Gottes? Berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geiste erfüllt, redend, das ist Partizip, zueinander in Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend, alle Zeit für alles, dem Gott und Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einander unterwürfig in der Furcht Christi. Ist das nicht eine wunderbare Darstellung von einer Gemeindezusammenkunft? Unter der Führung des Heiligen Geistes, erfüllt mit dem Geist, nicht mit Wein. Wenn du erfüllt bist mit Wein, voll Weines, beeinflusst es, wie du redest. Du redest nicht so, wie du manchmal redest. Das Vollsein mit Wein beeinflusst aber auch dein Gesang.
Oh, wie sie ziehen durch die Straßen, und das werde ich nicht schauspielen, sage ich dir. Es beeinflusst aber auch, wie du deinen Gang, gell? Deinen Gang. Ist das nicht, was du liest in diesem Vers? Wenn du voll bist mit dem Heiligen Geist und wenn eine Versammlung voll ist mit dem Heiligen Geist, dann werden wir reden zueinander, singen und spielen und unser Wandel wird gekennzeichnet sein von Dankbarkeit und gegenseitige Unterwerfung. Wir lernen, aufeinander Acht zu haben, aufeinander zu warten, nicht immer vorzudringen, zu warten. Die Partizipien helfen mir. Nur ein Befehl ist hier in dem Urtext oder Grundtext und nur ein Befehl in der unrevidierten Elberfelder. Es sind mehrere in der revidierten. Und der eine Befehl ist, seid voll Geistes. Und was wird das Kennzeichen sein von voll Geistes? Redend wird dein Leben kennzeichnen, wie du redest. Wie du singst, wie du spielst, wovon du singst. Jede Straße führt nach Jesus, wenn du voll bist mit dem Geist. Und es wird Ordnung und gegenseitig aufeinander warten in der Versammlung sein. Noch eine Stelle über dieses wichtige Prinzip. 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 19. Den Geist Gottes löscht nicht aus. Weissagungen verachtet nicht. Prüft aber alles und haltet fest das Gute. Von aller Art von Bösen, und die Rede hier ist von bösen prophetischen Äußerungen, haltet euch fern. Es ist möglich, spontane Äußerungen des Geistes in der Zusammenkunft zu dämpfen oder unterdrücken. Regelungen, menschliche Regeln, unrealistische Erwartungen, ein harter Blick, überspitzte Gefühl für das, was passend ist. Weißt du, wir verwechseln manchmal unsere Ordnungssinn und unser Gefühl für das, was passend ist, mit Gottes Ordnung. Ich habe es tatsächlich so gehört. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Ich kann dir sagen, ein Deutscher hat das gesagt. Nein, es steht nicht so. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und so oft wird Frieden preisgegeben für die geliebte Ordnung und die passenden Gefühle und junge Brüder niedergebügelt und enttäuscht. Und wenn sie ihr Lebensblut nicht hier geben können, dann werden sie tun es für Mercedes oder für ihre andere Firma oder ihr Beruf oder irgendwas anderes. Und der Geist Gottes ist gedämpft durch Regelungen, die nichts mit der Heiligen Schrift zu tun haben. 2. Korinther, Kapitel 3. Das ist irgendwie eine Bibelpotpourri heute Abend. Das ist nicht mein normaler Stil, aber er hat mir dieses Thema gegeben. Ich weiß nicht, ob das Geistesführung war. Der Herr aber ist, Vers 17, der Herr aber ist der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. Von dieser Stelle ausgehend möchte ich 3 beachtungswerte Grundsätze auf sie hinweisen. Zuerst einmal, wenn es schon geschrieben ist in einem anderen Zusammenhang, es passt zusammen mit den vorherigen Versen. Dort, wo der Heilige Geist in dem Leben eines Christen oder einer Versammlung zur Geltung kommt, dort herrscht Freiheit. Die Symbolik des Geistes, Feuer, Wasser, Öl, Wind, alle besitzen fließende, unberechenbare Eigenschaften. Es gibt nicht eine feste Form, sondern Freiheit. Eine Wiedergeburt kann man nicht in ein Reagenzglas vollziehen. Der Wind weht, wo er will. Wie weiß ich, ob du wiedergeboren bist?
Ich weiß nicht von irgendeinem Einblick in deinen Geist. Aber genau wie der Wind feststellbar ist an dem Laub eines Baumes, dann wird es so sein in deinem Leben. Der Wind wird wehen und man wird sehen an dich, du Laub, ob du wirklich wiedergeboren bist. Wenn wir von Führung des Heiligen Geistes sprechen, führen wir von etwas, was Befreiung bewirkt und Spontanität. Trotz der Tatsache, dass der Geist auf souveräne Weise weht, wo er will, hat er trotzdem ein konstantes Ziel. Das sehen wir in diesem Text. Der Heilige Geist steuert immer auf ein Hauptziel, und das ist die Verherrlichung Christi. Er will uns führen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das habe ich erlebt in Salzburger Land. Bei manchen Geschwistern ist es klarer als andere. Man sieht über die Jahre jetzt, in den letzten 10 Jahren, wie Gott sie von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, zu einem anderen Grad der Herrlichkeit zur Herrlichkeit, in ihrem Charakter, in ihrem innerlichen Wesen, Christus ähnlicher gemacht hat. Das ist das Werk des Geistes. Ein Leben unter seinem Einfluss wird nicht gesetzlos sein. Es wird den Rechtsforderungen des Gesetzes immer entsprechen. Die Frucht des Geistes, beachte, der Text sagt nicht die Frucht des Geistes, kann zusammengefasst werden in einem anderen Begriff. Weißt du, was die Frucht des Geistes ist? Der Charakter Christi. Das ist die Führung des Geistes. Das ist das Ziel, wozu er uns bewegt. Wachstum auf dieses Ziel hin, qualitativ und quantitativ in der Gemeinde, wirkliches Wachstum, echte Frucht, wird immer auf sein Wirken zurückzuführen sein. Das dritte Prinzip, das Wirken des Geistes hat einen festen Rahmen. Und der Rahmen sind die Prinzipien der Bibel. Obwohl er sehr barmherzig ist mit Christen und in seinem Umgang mit Christen und Gemeinden, da er Leute retten will, egal welche Gemeindestruktur und öfters trotz gewisser anderer Prinzipien, die unrichtig sind, der Heilige Geist will führen innerhalb in dem biblischen Rahmen, in dem festen Rahmen der biblischen Prinzipien. Ich sage das wegen Galater Kapitel 5. Galater 5,23. Gegen ein Leben unter der Führung des Heiligen Geistes gibt es keine Gesetze. Der Heilige Geist wird dich nicht führen, ein Prinzip Gottes zu übertreten. Der Heilige Geist Gottes sehr wohl mag dich führen in andere Belange, obwohl du nicht in alle Einzelheiten seinen Rechtsforderungen entsprichst. Der Heilige Geist ist nicht nur am Werk in Gemeinden, die wirklich streng nach dem Neuen Testament geordnet sind, aber er wird Gemeindeführer nie führen, ein ungeordnetes Gemeindeleben zu haben. Gott ist so barmherzig, wenn er wirklich fordern würde, 100%ige Gehorsam, um uns zu segnen, dann wäre uns der Gesegnete. Er ist sehr barmherzig, aber wird immer führen im Rahmen biblischer Prinzipien. Ein evangelischer Pastor, ein Gläubiger und feiner Mann hat mir einmal gesagt, er weiß von einer Menge von Bibelstellen, die für die Großtaufe sprechen. Ich sage Glaubenstaufe, aber ich zitiere ihn. Ein paar könnten die Hintertür für die Kindertaufe offen lassen, aber er sagte, ich bin nie geführt worden, mich taufen zu lassen. Eine komische Aussage, als ob es gibt Führung des Geistes und es gibt biblische Prinzipien. Seht ihr, was ich meine? Das gibt es nicht. Der Heilige Geist führt nur im Rahmen biblischer Prinzipien. Und ist nicht unabhängig von diesen Prinzipien. Die Väter seiner Kirche, die Reformatoren, die sind nicht die Väter meiner Gemeinde, ich sage dir ehrlich, aber Reformatoren sagten folgerichtig,
Sola Scriptura, die Schriften allein. Und dieses Schwert hat 2 Schneiden. Die Reformatoren waren bekannt für diese Aussage, wenn die Schriften reden wir. Und wenn die Schriften schweigen wir. Und wisst ihr, was das ist? Kurz und prägnant ausgedrückt. Eine sehr gute Erklärung von Geistesführung. Wisst ihr, was der Heilige Geist unter uns braucht? Oder will? Er will mehr Raum. Der Rahmen, den Gott ihm vorgegeben hat, sind die neutestamentlichen Prinzipien. Und dann haben wir eine Regel, weißt du, er hat so viel Raum vielleicht. Und dann schneiden wir eine Ecke ab hier. Ein Bruder sagte, ja, dieses Lied ist zu diesem Anlass nicht passend. Gut, so. Und dann gibt es noch eine Regel hier. Steht nicht in der Bibel. Und da ist eine Regel. Und dann machen wir ist ganz vernünftig in dieser Generation, ob es vernünftig ist in der nächsten Generation. Jedenfalls, wir werden es jetzt einführen. Und wehe unsere Kinder, wenn sie einen Rückzieher machen, zumindest gewisse Zeitgenossen unserer Kinder werden sagen, wehe euch, wenn ihr das verändert. Und dann haben wir eine Handhabung hier. Und wer weiß, warum wir das angefangen haben, aber so ist es getan, es ist undenkbar, es anders zu tun. Und der Heilige Geist hat weniger und weniger und weniger Raum. Und schließlich, heute, wenn man von Geistesführung redet, meint man in erster Linie die Zusammenkunft der Gläubigen. Wo sind wir gelandet? Ist das wirklich richtig? Wir müssen uns davor hüten zu reden, dort wo die Schrift schweigt. Denn dort wo die Schrift schweigt, das ist der Bereich der Freiheit. Dort ist der Geist frei, uns zu führen, wie er will. Wir wollen, dass er möglichst viel Raum hat. Er ist der Vikar Christi. Man könnte Beispiele geben aus der Praxis, aber ich will etwas doch sagen über den Dienst am Wort Gottes. Aber bitte vergesst diese Prinzipien nicht. Der Heilige Geist bewirkt Freiheit, nicht Enge. Freiheit. Die Freiheit hat aber einen festen Rahmen. Und das Werk des Geistes hat immer ein Ziel. Und das ist, Menschen zu erbauen und Christus zu verherrlichen. Ja, wie ist das mit der Predigt? Wie führt Gott? Eigentlich für diese Freizeit, ich vertraue, dass meine Brüder hier in Schoppen, Falbert, ja, dass sie einen besseren Einblick haben in die Nöte der Geschwister, die sie eingeladen haben, als ich habe. Das glaube ich. Sie wissen, was sie brauchen, sie sind verantwortliche Menschen. Und sie haben darüber gebetet und sie haben beraten. Und ich habe die Stellung eingenommen, dass der Heilige Geist sie geführt hat. Und ich habe mich gehalten an jeden Themenvorschlag, den sie gemacht haben. Heute war echt frei, heute Nachmittag. Und das war meine Idee. Aber abgesehen von heute Nachmittag, ich glaube, das war wirklich, was Gott wollte für dieses Wochenende. Ich glaube, wir können sagen, das war die Führung des Geistes. Wenn der Heilige Geist einen Missionar führt, eine Entscheidung zu treffen mit seinen Ältesten, eine Entscheidung, die möglicherweise den Rest seines Lebens prägt, dann kann der Heilige Geist führen, nicht nur kurzfristig, sondern langfristig zu wirken. Ich glaube auch nicht, dass die Führung des Heiligen Geistes mit Konzeptlosigkeit verbunden ist. Wer hat inspiriert den Römerbrief? Hast du das je überlegt?
Ist Römerbrief nicht reinste Werk des Geistes? Hast du in deinem ganzen Leben irgendwas systematischer dargestellt als Römerbrief gelesen? Selbst ein Rechtswissenschaftler sagte, dass er hat nie ein geordneter Treatise, ich weiß nicht, wie man das sagt, Abhandlung in seinem Leben gelesen als Römerbrief. Und das ist das Werk des Geistes. Der Heilige Geist ist nicht gegen systematischen Denken. Der Heilige Geist ist nicht gegen systematische Unterweisung. Der Heilige Geist ist nicht chaotisch, liest die Bibel. Als Chaos herrschte in unserem Weltall, hat der Heilige Geist geschwebt und diese Missstand korrigiert. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Ich möchte mich jetzt bekennen zu einer Handhabung. Ich kann nicht sagen und will nicht sagen, weder an Kassette oder ohne Kassette, obwohl ich manchmal einen Unterschied mache, dass es immer so der Fall ist. Aber wenn ich die Schrift richtig verstehe, glaube ich, dass der Idealfall ist, was wir auf Englisch nennen, ein Open Meeting, eine offene Zusammenkunft. Das heißt nicht offen als Gegenstück zu exklusiv, weißt du, Groves und Darby, offen und exklusiv. Nein, das heißt offen für das Wirken des Heiligen Geistes. Das heißt, wir haben einen Rahmen und der Heilige Geist hat möglichst viel Freiraum, durch begabte Glieder der Versammlung die Zusammenkunft zu gestalten. Ich bekenne mich zu diesem Prinzip. Als ich mit McDonald darüber geredet habe, mein guter Freund und auch ein enger Berater für mein Leben zumindest, kamen wir überein, unabhängig voneinander haben wir so gedacht, dass das öfters mit Reife zu tun hat. Ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß nicht, in wie viele Versammlungen ich in der Bundesrepublik gedient habe. Aber ich habe in einer Reihe gedient und ich rede mit einer Reihe von Brüdern und Schwestern, die Verantwortung tragen und sind sehr, sehr lebendige, hingegebene Christen. Und mein Eindruck von USA und von der Bundesrepublik ist, dass diese Art von Gemeindezusammenkunft nicht sehr gute Ergebnisse hat heute. Und ich glaube, der Grund ist, dass vielerorts die Gemeinde nicht so reif ist, als das Alter der Anwesenden besagt. Dass viele Männer die Heilige Schrift jetzt 2 Generationen lang jetzt vernachlässigt haben. Wirklich. In den USA, sagt McDonald, in den 50er Jahren, als Fernsehen kam, ging es bergab in den Versammlungen. Ich glaube, man kann das Gleiche hier beobachten. Und viele Brüder haben irgendwie den Eindruck, dass man mit wenig Vorbereitung zur Rande kommt, wie eben der eine gesagt hat, wir haben nicht Organisation, wir haben Geistesleitung. Einmal hat jemand Eric Sauer gefragt, ob er seine Predigten aus seinem Ärmel schüttelt. Und er sagte, aus dem Ärmel geschüttelte Predigten sind ziemlich ärmlich. Und meine Erfahrung bestätigt das. Ich weiß nicht, was ihr haltet von der Predigt, die ich heute gehalten habe. Aber das war nicht aus dem Ärmel geschüttelt. Wie viele Leute seid ihr hier? 120? 120? Oder sagen wir, waren 100 heute. Ihr seid wahrscheinlich gefahren, insgesamt etwa 3000 Kilometer hier zu kommen, hier und zurück. Für diese eine Predigt, abgesehen von den Leuten, die hier bleiben. Ihr habt gemeinsam angehört etwa 150 Stunden von eurer Zeit. 150 Stunden. Glaubt ihr wirklich,
dass ich so frech wäre, 150 Stunden von dem Leben von Kindern Gottes zu beanspruchen, und ich bin nicht vorbereitet? Nein, ich bin vorbereitet. In unserem Fall in Salzburger Land sind wir zu folgendem Ergebnis gekommen. Vorläufiges Ergebnis, bitte. Ahmt uns nicht nach, lest eure Bibel. Wir sind junge Versammlungen und wir müssen Leitung möglichst schnell heranbilden. Der Heilige Geist natürlich macht Aufseher, aber nicht ohne oder selten ohne die Schulung und Training von Menschen. Wir sind derzeit 15 Versammlungen. Vor 7 Jahren waren wir eine. Wir sind junge Versammlungen und das Wort wird wirklich studiert, aber wir haben nicht den Eindruck, dass wir jede Woche eine offene Zusammenkunft, wie ich sie jetzt beschrieben habe, bewältigen können und zugleich gewährleisten hohe Qualität in unserer Verkündigung. Unsere jetzige Regelung jetzt ist, dass wir durch Bücher der Bibel arbeiten am Sonntag und einmal im Monat haben wir unsere sogenannte offene Zusammenkunft. Und ich kann euch sagen, der hohe Punkt unserer Verkündigung ist öfters die offene Zusammenkunft. Wir sind doch dankbar dafür, dass die Gläubigen, dass ein hohes Niveau an Lehre gewährleistet wird auf diese Art. Unsere Predigten sind lebensbezogen und ich glaube geistesgeführt. Ich habe gebetet, meine Mitbrüder haben gebetet, wir haben überlegt, wir trafen uns mehrere Mal und sind übereingekommen, ich sollte in nächster Zeit die Bergpredigt machen. Vorher war gemeinsame Zusammenarbeit an andere Themen, ganze Bücher der Bibel gelehrt, wo verschiedene Brüder redeten, abwechslungsweise. Aber jedes Mal, wo wir eine solche Entscheidung treffen, denken wir längere Zeit darüber nach und beten wir. Weil wir glauben eben, dass Geistesführung nicht nur zu einem Anlass ist, wo wir warten aufeinander und auf den Geist. Wir glauben, dass Geistesführung auch ein bisschen längerfristig sein kann. Sind wir übereingekommen, dass eine Konferenz etwas ist, was Gott will oder nicht? Glauben wir, dass Gott diese Konferenz wollte? Und wir glauben auch, dass diese Konferenz, dass diese Themen, die angegeben waren richtig. Das wäre mein Argument dafür, dass der Heilige Geist nicht nur kurzfristig, sondern langfristig Menschen führen kann in Bezug auf die Unterweisung des Wortes Gottes. Auf der anderen Seite möchte ich unterstreichen, grundsätzlich bin ich der Idee von offener Zusammenkunft als Regelfall sehr freundlich. Jetzt will ich einiges sagen allgemein zur Verkündigung des Wortes Gottes. Und ich möchte dadurch beginnen. Ja, was ich tun werde, ist ein Streifzug durch ein 6-monatiges Seminar, okay? Nur ein Streifzug. Das würde erfordern für euch etwa 32 Stunden Hausaufgabe als Vorbereitung und etwa 6 Seminareinheiten. So, ich kann das heute Abend nicht alles so zusammenpacken. So, ich werde einen Streifzug machen. Einige wichtige Prinzipien, einige Dinge, die mir wichtig geworden sind in Bezug auf die Verkündigung des Wortes Gottes. Zunächst diese Buchwidmung von Herrn Robinson, ein ausgezeichnetes Buch von einem Conservative Baptist Theologe in den USA, der wirklich ein Prediger ist, ein gewaltiger Prediger und Prediglehrer. Und sein Buch widmet er folgendermaßen: den Männern und Frauen, die Sonntagmorgens eine heilige Verabredung haben, durch verführerische Stimmen verwirrt, Wunden pflegend, die das Leben ihnen beibrachte, um Belangloses besorgt, kommen sie doch, um ein deutliches Gotteswort zu hören.
das sie in ihrem Zustand anspricht. Und den Brüdern, die ihnen jetzt dienen, und denen, die es in Zukunft tun werden. Das ist die Situation, vor der wir stehen. Menschen, die pflegen Wunden, ihr Gedanken sind woanders, sie sind um Belangloses besorgt, aber sie kommen doch, um ein Wort zu hören von Gott. Ein Wort zu hören von Gott. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, wie 1. Petrus Kapitel 4 uns sagt, zu reden, reden auf diese Weise, wie die Orakel Gottes, wie die Bürde Gottes. So wichtig, dass wir uns sehen, zunächst als Ausleger, dann zweitens als Menschen Gottes und drittens als Prediger. Ezra Kapitel 7, Vers 10 sagt einiges aus über Wortverkündigung. Denn Ezra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz Jehovas zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Denn, wieso denn? Ja, denn Gottes gute Hand war über ihn, sagt der Text. Möchtest du, dass Gottes gute Hand über dich ist und deinen Dienst, lieber Bruder? Über deine Predigt, über deinen Lehrdienst, dass der Segen Gottes auf dich ruht? Dann fasse den Entschluss in deinem Herzen zuerst einmal, dein Herz darauf zu richten, das Gesetz Gottes zu erforschen. Da bist du nicht in erster Linie ein Prediger, sondern ein Lernender vom Wort Gottes. Ich erforsche den Text und ich will wissen, was der biblische Schreiber sagte, meinte und warum. Ich will den Schreibzweck wissen. Ich will wissen, was er beabsichtigte mit seinem Schreiben damals, mit seinem Schriftstück. Welche erwünschte Wirkung er wollte bei den Kolossern oder bei den Korinthern. Und ich will entdecken die zeitlosen Prinzipien. Ich bin verwickelt mit Gott. Ich bin in einer Verständnisentwicklung. Ich verstehe den Text etwa. Aber ich will ihn besser verstehen. Ich will denken über damals. Ich will nachdenken über immer. Und ich will nachdenken über jetzt. Was wollte er damals? Was bedeutet dieser Text immer? Was sind die zeitlosen Prinzipien? Und was bedeutet der Text jetzt in dieser Situation? So, ich bin zunächst ein Leser und Student der Heiligen Schrift. Aber zweitens bin ich ein Mann Gottes. Und ich ringe um die Bedeutung dieses Textes nicht nur für die Kolosser, sondern für mich und mein Leben heute. Eine Predigt muss durch meine Persönlichkeit hindurchfließen. Und durch mein Leben, ich setze mein Herz drauf, ich richte mein Herz drauf, das Wort Gottes zu tun. Nicht nur zu erforschen und lehren. Das ist das Problem vielerorts, liebe Brüder. Wir setzen unser Herz drauf, die Schriften zu erforschen, um sie zu lehren. Aber das ist ein Kurzschluss. Wir müssen unser Herz drauf richten, das Gesetz zu studieren, um es zu tun. Und dann zu lehren. John Bunyan sagte, I preached what I felt, what I smartingly did feel. Ich verkündigte, was ich spürte, was ich schmerzhaft verspürte. Der Mann studiert seine Bibel und der Heilige Geist studiert den Mann. Das ist Predigtvorbereitung. Wenn der Heilige Geist dich durchforscht und dich studiert. Ich bin Ausleger, ich bin Mann Gottes und schließlich ich bin Prediger.
Ich studiere die Schrift, um sie zu lehren. Aber der Prediger studiert nicht allein den Text, sondern auch seine Zuhörer. Er will wissen, was Gott sagen will heute Morgen von diesem Text zu diesen Zuhörern. Er muss ihre Umstände kennen. Lass mich das ein bisschen anders sagen. Ich möchte jetzt reden über relevante Predigten. Ich habe den Eindruck von vielen Gesprächen, dass unsere Predigten nicht so relevant sind, wie sie sein sollten. Du kannst abschalten, ich suche. Antiken. In der Welt, der modernen Welt, und in der Welt seiner Zuhörer. In der Welt der Antiken muss er verstehen, was damals beabsichtigt war. Er muss sich versetzen können in die damalige Situation. Eine richtige Predigt ist basiert auf ein Studium von dem, er muss verstehen, was der damalige Schreiber meinte in der damaligen Situation und was er bewirken wollte bei den damaligen Lesern. Weißt du, man kann nicht ohne weiteres die Bibel vergegenwärtigen. Weißt du, ein Korintherbrief, er redet von Götzenopferfleisch und von Einkaufen in Fleischmarkt und all das. Götzenopferfleisch und das ganze Themenkomplex, was so viel Platz einnimmt in der Heiligen Schrift, ist so fremd für uns heute, als ein Supermarkt wäre für einen Korinther damals. Es ist wirklich wahr. Man muss das irgendwie verstehen. Man muss studieren die damalige Zeit. Es ist wichtig, gute Nachschlagewerke auch zu kaufen, wo man wirklich an die Geschichte, die Sprache und die damalige Situation rankommen kann. Aber man studiert nicht nur damals, man studiert den Menschen jetzt. Wenn man die Heilige Schrift liest, dann sieht man, dass Gott verschiedene Propheten mit verschiedenen Botschaften immer auf das Gesetz gegründet, aber geschickt hat zu verschiedenen Zeiten, denn das Volk Gottes befand sich in verschiedenen Situationen und Zuständen. Man muss den modernen Menschen verstehen. Man muss wissen, was los ist in dieser Welt, wenn man relevant predigen will. Man kann nicht bleiben in der Welt der Antiken, Freunde. Das kannst du nicht tun. Deine Zuhörer in der Versammlung verlieren keine Gedanken, haben keine schlaflose Nächte wegen Peresiter und Jebusiter und Pharisäer und Sadduzäer. Das ist für sie nicht relevant. Ihr Problem ist ihr Sexleben, Kindererziehung, Schuldgefühle, Sünden, die sie begangen haben, ihre ganze Problematik, wo sie sich auf den Herrn verlassen müssen. Weißt du, eigentlich an und für sich, Abraham interessiert sie nicht. Was hat Abraham zu tun und Gottes Führung von Abraham mit der jetzigen Welt? Aber am Sonntagnachmittag, ich rede nicht zu ganz Europa. Ich rede zu den Geschwistern in dieser Versammlung, die ich liebe und kennengelernt habe. Und ich muss meine Zielgruppe in Betracht ziehen. Ich sage euch, ich habe gepredigt einige Mal in der christlichen Versammlung Deitenbach, eine Versammlung 130 Jahre alt. Und dann gehe ich, am nächsten Sonntag bin ich in Bischofshofen, in einer Versammlung, die 2 Jahre alt ist. Das sind 2 verschiedene Welten. Bischofshofen hat sogar eine Atmosphäre von Wärme, dass es Geschwister gibt, die fahren von Pinzgau, weg von Pinzgau, die Pinzgauer Gemeinde, an St. Johann vorbei nach Bischofshofen, denn diese Gemeinde ist so gekennzeichnet von Liebe. Ich brauche nicht nach Bischofshofen gehen und sagen, und predigen wie gestern Abend über eine Atmosphäre der Liebe. Es ist eine ganz andere Zuhörerschaft, eine ganz andere Situation. Und dann eine Assemblea der Fratelli in Manfredonia in Süditalien, wo ich predigen darf. Das ist eine ganz andere Welt, kann ich dir sagen. Und unsere Aufgabe als Prediger, könnte man sagen,
auf Englisch is to afflict the comfortable and comfort the afflicted. Die Bequemen zu peinigen und die Gepeinigten zu trösten. Aber wisst ihr oft, was ein Prediger tut? Er peinigt den Gepeinigten und er tröstet den Bequemen. Manche von uns meinen, dass die Ewigkeit des Heils die Lösung ist für Christen. Heilsgewissheit und Heilssicherheit. Ich glaube daran. Aber das ist nicht gerade die Botschaft für viele Versammlungen heute. Man sollte in manchen Fällen reden von 2. Petrus Kapitel 2 von einer gewaschenen Sau. Und die Leute ein bisschen Angst machen hin und wieder. Die Bequemen peinigen. Bist du wirklich Christ? Ja, du hast gebetet einmal in der Kinderstunde. Jesus loves me, this I know, for my mommy told me so. Du kannst einen Menschen niederreißen mit einer Wahrheit gebaut, um ihn aufzubauen. Und um das zu tun, musst du die Zuhörer kennen. Die Welt der Antiken, die modernen abendländischen Welt und die Welt deiner Gemeinde. Das ist auch so wichtig. Es ist wichtig, dass wir das Thema des Textes eigentlich predigen. Und es ist wirklich wichtig, dass wir das Telos des Textes wirklich predigen. Das ist ein biblisches Wort, Telos. Es ist nicht nur ein Verlag. Es ist ein Wort im griechischen Alten Testament in Jesaja 55. Lesen wir das. Jesaja 55, Vers 10. Denn gleich wie der Himmel und der Schnee vom Himmel herabfällt und nicht dahin zurückkehrt, habe denn die Erde getränkt und befruchtet und sie Sprossen gemacht und den Seemann Samen gegeben und Brot dem Essenden, also wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, das, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Oder 1. Timotheus 5, das Endziel, das Endgebot, die Summe dessen, was wir verkündigen, ist was? Liebe, ja, ungeheuchelter Glaube und reines Gewissen. Richtig. Paulus sagt, meine Verkündigung ist auf diese 3 Dinge gerichtet. Und Gottes Wort hat eine Ausrichtung, ein Telos, eine Summe, ein Endziel, ein Endgebot. Und bei einer Predigt, ich glaube, das Wesentlichste und ich bleibe bei den allerwesentlichsten Dingen heute Abend, ich sage dir, das Wesentlichste bei der Vorbereitung ist, dass man weiß, was das Telos des Textes ist. Wenn wir von Geistesführung reden, dürfen wir nicht vergessen, dass er dieses Buch inspiriert hat. Und dass der Autor jedes biblischen Buches hatte eine Absicht mit seinen Worten und hat einen Zusammenhang. Der Heilige Geist hat eine Absicht. In seinem ausgezeichneten Buch, J. Adams schreibt, in Preaching for Purpose, es gibt wenige Mängel in der Verkündigung, so katastrophal in ihrer Auswirkung, als die häufige Versäumnis, das Telos oder die Absicht, das Vorhaben, der Vorsatz des Predigtextes herauszufinden. Der Abschnitt und daher das Wort Gottes selbst wird missrepräsentiert, missbraucht und misshandelt, wenn das Telos nicht entdeckt wird. Folglich gehen Kraft und Vollmacht verloren. Gestern Abend habe ich die Aufgabe gehabt, zu reden über wie wir eine Atmosphäre der Liebe in der Versammlung fördern. Ich habe nachgedacht, gibt es einen Abschnitt der Bibel über dieses Problem? Das ist die beste Methode. Nicht, wo sind die Verse in der Bibel über Liebe und ich bringe sie in eine Gliederung aller Verse in der Bibel über Liebe. Wo ist ein Abschnitt, wo ein biblischer Schreiber und hinter ihm der Heilige Geist
mit einem Argument für Liebe in der Versammlung. Wo ist der Abschnitt? Oh, das ist offensichtlich, wo es ist. Das ist 1. Petrus Kapitel 1 und 2. Und so, ich lese diesen inhaltreichen Verse. Und ich lese so, da ihr eure Seelen gereinigt habt durch Gehorsam gegen die Wahrheit. Oh, das ist ein Thema, Gehorsam gegen die Wahrheit. Zur ungeheuchelten Brüderliebe. Das ist ein Thema, ungeheuchelte Brüderliebe. So liebt einander mit Inbrunst, das wäre ein Thema, aus reinem Herzen. Da ihr nicht wiedergeboren seid aus unvergänglichem Samen, Wiedergeburt, das wäre ein Thema, sondern mit unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das wäre ein Thema. Das sind 5 Themen. Nein, das ist ein Thema, Freunde. Und wenn du einmal redest über Wiedergeburt, von Johannes Kapitel 3, wirst du natürlich 1. Petrus 3, 1 zitieren. Weil Wiedergeburt erfolgt nicht durch Taufe oder was, sondern durch den Samen Gottes. Aber das Thema von 1. Petrus 1 ist nicht Wiedergeburt. Und nicht das bleibende Wort Gottes. Und nicht eine gereinigte Seele. Das Thema ist klipp und klar, liebt einander mit Inbrunst. Das ist das Thema. Und der Rest ist der Rahmen. Der Rest ist wie all seine Argumente, die er ins Gefecht führt. Weißt du, wenn du hast eine Panzerbataillon und du hast Infanterie und du hast einige Panzerfaust und du hast insgesamt 300 Soldaten, das sind nicht deine Ziele. Dein Ziel ist der Durchbruch von der Feindesverteidigung hier. Und der Durchbruch, den Petrus erzielen will in seinem Text, ist Liebe mit Inbrunst aus einem reinen Herzen. Und warum Liebe mit Inbrunst? Leute, diese Geschwister sind dir näher als deine eigenen leiblichen Geschwister. Der Same, aus der ihr geboren seid, ist ein ewiger Same, der Same Gottes, das Evangelium selbst. Ihr habt jetzt, warum sollt ihr einander lieben? Ihr seid erst jetzt in die Lage gebracht, einander zu lieben. Ihr seid gereinigt und mit einem reinen Herzen und mit einer reinen Seele könnt ihr lieben. So liebt einander. Und ihr habt bemerkt, dass ich all diese Argumente ins Gefecht geführt habe, um eines zu sagen, liebt einander mit Inbrunst. Wenn du redest über Wiedergeburt, zieh den Text zur Rate. Aber mach nicht den Fehler, dass du den Text benutzt als Predigttext für Wiedergeburt, denn das ist nicht, was er sagen will. Entdecke, egal wie lange es dauert, bevor du hier stehst und die kostbare Zeit deiner Geschwister verwendest, was wollte der Schreiber mit diesem Text sagen? Ich habe eine Predigtreihe hier gehalten, vor ein paar Jahren. Es war 88. 88. Silvester. Und ich habe 5 Themen gehabt. Das Verhältnis der Gotteskindschaft. Ich wollte zeigen, was ewige Errettung ist und ich wollte zeigen die Enge der Beziehung in der Gotteskindschaft. Ich redete von Römer 8 und ich hatte viele Zuhörer hier, die nicht glauben an die Ewigkeit des Heils. Und das war auf meiner Zielscheibe. Oben auf meiner Predigtnotizen stand Telos. Schreibabsicht oder Absicht dieser Predigt. Ich möchte, dass Leute aus diesem Zimmer gehen mit Heilsgewissheit und froh von ihrer ewigen Errettung. Ich redete über Sündenvergebung, über das Sündopfer und habe betont 1. Johannes. Ich redete vom 3. Buch Mose über das Sündopfer und ich redete über die Herrschaft Jesu Christi und dann über Miko und das Murmeltier. Ich bekam einen Brief kurz darauf. Der junge Mann schreibt, dass einiges ihm klar war, das er nie vorher gesehen hat. Und er redet davon, von seiner der tiefen Eindruck von dieser wunderbaren Beziehung mit Gott, die Gottes Kindschaft, die Sohnschaft. Und dann er sagte,
Bisher hatte ich gar keine Ruhe und hatte jeden Tag Angst. Bisher hatte ich gar keine Ruhe und hätte bei jedem Tal, dieses Begriff Tal kam aus der Predigt, Angst, unten bleiben zu müssen. Aber jetzt weiß ich, dass mir alle Dinge zum Besten dienen. Gott hat mich angenommen und sorgt dafür, dass ich zum Ziel komme. Dann sagte er, das ist Römer 8, dann sagte er ebenfalls, wurde mir groß die Wichtigkeit und Grundsätzlichkeit der Sündenvergebung. Aber auch, was es heißt, das Sündigen tötet. Im Moment lese ich das 2. Buch Mose. Bis zur Freizeit sah ich, dass das Alte Testament abgeschlossene Sache war. Jetzt wird mir klar, wie sehr es uns zur Lehre dienen soll. Übrigens, ja, das ist was anderes. Dann redet er davon, dass er aufgehört hat zu rauchen. Freunde, ich habe, er hat nichts gesagt über die Evangelisationspredigt. Aber in 4 der 5 Predigen schreibt er hier mein Telos. Wieso? Weil ich predige nie ohne ein Telos. Ich habe eins heute auch. Ich habe immer ein Ziel vor Augen. Und ich möchte, dass Gott dieses Ziel erreicht. Und ich glaube, dass Gott mich öfters führt durch den Text zu dem Ziel. Eine Predigt ist kein Knallfrosch, das man anzündet, um seinen Lärm zu hören. Die Predigt ist ein Jagdgewehr. Und bei jedem abgefeuerten Schuss sollst du schauen, um zu sehen, wie das Wild fällt. Ich bin ein Jäger. Es tut mir leid, musst mir vergeben, wenn du es nicht magst, aber... Nein, du brauchst mir nicht vergeben, denn ich tue nicht Buße. Aber weißt du, das Tolle an Jagen, wenn du schießt, sag mal eine Ente, du bist vor ihm, du musst ein bisschen vorausdenken und dann feuerst du den Schuss und dann zu sehen, wie er fällt. Und das ist, wie ich predige. Und das ist, wie du predigen sollst. Weißt du, wir schießen hier nicht mit Schrot. Wir feuern ab auf die Absicht eines Textes. Weiß nicht, was du empfunden hast gestern Abend, aber ich muss ein Beispiel von irgendwo herholen, wo ich geredet habe über Gottes Kindschaft und über meine Familie und über unsere Familie. Hast du nicht bemerkt, irgendwie in deinem Herzen, einen Druck von irgendwo zu lieben mit Inbrunst? Das war das Telos des Textes und das war das Werk des Heiligen Geistes. Das Telos des Textes und das Thema. Das Thema ist, was der Text sagt. Und das Telos ist, was der Text tut. Der Unterschied zwischen dem Chirurgs Messer und der Operation. Das Messer ist nicht das Ziel. Das Messer ist auch nicht da, um zu schneiden. Das Messer ist da, um zu heilen. Und das ist der Unterschied. Der Prophet. Das Thema aus irgendeinem prophetischen Kapitel. Ich weiß nicht, wie oft ihr predigt die Propheten hier. Wann war das letzte Mal? Ich brauche keine Antwort. Aber wo jemand aufgestanden ist und ein halbes Kapitel oder ein Kapitel von Jeremia gepredigt hat. Oh, wie wichtig wäre das in unsere Tage, Jeremia. Aber das Thema mag sein, die Warnung vor der Zerstörung Jerusalems. Aber das ist nicht das Telos. Das Telos ist, kehrt um, Volk Gottes. Seht ihr den Unterschied? Und das ist so wichtig. Häufig haben wir als Lehrer ein Thema. Und so wir schaufeln die Informationen wie so viel Heu in den Stall, gell? Na wirklich. Und das Predigt Telos oder das Ziel ist von ungeheurer Wichtigkeit. Es ist eigentlich das, was wir erreichen sollen und wollen. Manchmal höre ich das nach einer Predigt, man sagt, oh Vater, wir bitten, dass dein Heiliger Geist zeigt uns, wie wir diese wunderbaren Sachen anwenden sollen. Denn meine Augen gehen auf und mein Kopf wird geschüttelt.
Denn das ist nicht die Aufgabe des Heiligen Geistes, Freunde. Das ist die Aufgabe des Predigers. Der Prediger soll uns zeigen, wie wir diese Dinge anwenden. Das ist das Problem in unseren Versammlungen. Geschwister, ich komme aus Versammlungen wie diese. Ich bin Haut und Haare dabei. Ich bin hier daheim. Ich liebe die Versammlungen. Aber eines von unseren Problemen ist, wir meinen, wenn wir weiter sagen, was der Text sagt und wie Zusammenhänge vorkommen zu der restlichen Bibel, und wir sagen, was es sagt, das genügt. Aber du liest im Neuen Testament und du liest im Alten Testament, wie die Prediger gepredigt haben. Sie haben kein Zweifel bestehen lassen, was sie wollten von dem Volk. Und das war der Heilige Geist am Werk. Wir sind nicht praktisch genug. Wie ein Theologe im Flugzeug sich vorgestellt hat, ich heiße Dr. Hendricks, und dann einer sagt, oh ja, was ist dein Fachgebiet? Bist du allgemeine Praxis oder besonderes Fachgebiet? Er sagt, ich praktiziere nicht, ich predige nur. Ja, viele Prediger könnten das sagen. Praktiziere nicht, ich predige nur. Es ist wichtig, eine einzige Hauptthema zu haben. Manchmal, Geschwister kommen nach Hause nach der Verkündigungsstunde und du fragst, was war das Thema? Es erinnert mich an Calvin Coolidge. Er war ein US-Präsident, der nichts gesagt hat. Das war in den Tagen vor den Medien, man konnte Präsident werden, ohne viel zu sagen. Und der Coolidge kam nach Hause von der Kirche und die Frau hat gefragt, Calvin, worüber hat er gepredigt heute? Er sagte, Sünde. Sie sagte, was hat er gesagt? Er sagte, der Pfarrer war dagegen. Weißt du, etwa so viel können viele von unseren Geschwistern sagen nach einer Predigt. Weißt du das? Etwas so viel. Aber warum wissen sie das Thema nicht? Das ist ganz einfach, Brüder. Du hast das Thema nie angegeben. Es bleibt verborgen in den Ratschlüssen des Redners. Was wissen sie? Nachher wissen sie die Anekdoten, die Witze, die Geschichten. Und die Predigt ist ein Erfolg, wenn er rechtzeitig mit der Predigt aufhört. Weißt du, ich war einmal in Seattle. Die haben einen Römerbrief ausgelegt und der Bruder sagte, wir sind in Kapitel 7 diese Wochenende. Ich sagte, Kapitel 7, muss ich das ganze Kapitel predigen? Ich sagte, ja, wir machen einen Römerbrief, jede Woche ein Kapitel. Ich sagte, wie viel Zeit habe ich? Er sagte, 30 Minuten. Ich sagte, 30 Minuten? Er sagte, oh, du brauchst nur lesen und ein paar Verse, die dir groß geworden sind, die kannst du dann mitteilen. Ich sagte, ihr behandelt den Römerbrief nicht da. Typische Textpredigt vielerorts. Darf ich eine sachgemäß Themenangabe geben? Diverse Bemerkungen über Begriffe in Römer 5 mit nebuloser Anwendung am Ende. Das wäre ein Titel von einer Predigt, die ich gehört habe. Oder Gedanken zu Römer 7. Oder noch einmal mein Steckenpferd. Weißt du, irgendwie ist es lustig, wie es in jedem Text zu finden ist. Oder manche Predigten, die ich gehört habe, ich würde einfach betiteln, Verschiedenes. Aber ich hatte etwas Wesentliches zu sagen. Warte mal. Wo bin ich hier? Ich wollte euch einige Predigtstile vorstellen. Brian, du hast die Aufgabe, du willst einen Text predigen, Römer 5. Eine Textpredigt ist die Verkündigung eines biblischen Gedankens, der durch ein geschichtliches, grammatikalisches und literarisches Studium des Textes in seinem Kontext erarbeitet wurde. Der Heilige Geist wendet diesen Gedanken zuerst am Leben des Predigers und dann durch seine Verkündigung am Leben seiner Hörer an. Weißt du,
Eine Textpredigt bezieht sich wirklich auf den Text. Ich habe öfters Predigten gehört. Jemand hat gesagt, der Prediger las seinen Text und verließ ihn nie wieder dort zurückzukehren. Weißt du, das ist wirklich, was ich manchmal empfunden habe. Und dann es gibt Predigten, sie sind wie das Nationalhymne am Anfang des Fußballspiels. Weißt du, bei einem Länderspiel, eingangs wird er gesungen, aber nichts wird dann gehört von dem in dem restlichen Spiel. Bernard Ram sagte in sein Buch über protestantische Predigten, er sagte, oder protestantische Hermeneutik, er sagte, dass manche Predigten, er verglich er mit einer Leiche von einem Hund auf einer Bundesstraße in Texas. Gelegentlich streift der Schatten des herumkreisenden Bussards die Leiche. Und manchmal der Prediger scheinbar zufällig kommt zurück zu seinem Text. Während er kehrt zurück zu seinem Text. Dann gibt es der Schmetterling-Predigt. Der Redner fliegt von Bibelstelle zu Bibelstelle, ohne dass er lange bleibt nach einer Landung, aus Furcht davor, dass jemand ihn dort erwischt. Aber häufiger noch ist die Verfolgungspredigt. Der Prediger bleibt bei einem Vers, bis er verfolgt wird, und dann flieht er zum nächsten. Tatsächlich ist manchmal den Eindruck, der saugt jede Tropflein aus einem Text, dann geht er zum nächsten. Dann es gibt die Sackel-Perlenpredigt. Es ist irgendwie wie ein wunderbarer Gedanken ohne eine Schnur, um sie zusammen zu verbinden. Helge Stadelmann redet von dem Sprungbrett-Predigt. Weißt du, jeder Begriff ist Anlass zu einem Exkurs. Und dann gibt es die Nebensächlichkeitsbetonungspredigt. Man benutzt die exegetische Mikroskop. Und je unscheinbarer die Erkenntnis, desto begeisterter ist der Prediger davon. Das erlebt man öfters in Gemeinden beim Brotbrechen. Man sagt, es ist so wunderbar, er hat einen Bibeltext da, etwa wie einer Zauberer mit seinem Hut. Und dann Kaninchen aus dem Bibeltext, du sagst, wie hat er das getan? Tatsächlich. Und weißt du, was unsere Geschwister meinen? Die Schwestern haben es heute Abend gesagt. Und dann lesen sie das Alte Testament und sie sagen, das bedeutet das und das bedeutet das und das bedeutet das. Und ich sagte, ja, das ist wie das Kaninchen aus ihrem Hut. Ihr schadet nur die Leute. Wenn ihr das tut, macht ihr euch selbst lächerlich und ihr würdigt die Bibel herab. Die jungen Leute nehmen das uns nicht ab. Du stehst da unfundiert und du sagst, das bedeutet das und das bedeutet das und das bedeutet das. Ohne zu zeigen, warum. Ja, du hast wiederum ein Kaninchen gezogen. Das ist nicht gut. Ich liebe das Alte Testament zu predigen. Ich habe das heute getan. Aber vermutlich habt ihr gesehen, kristallklar, einen Zusammenhang zwischen Epheserbrief und 2. Samuel. Das habe ich nicht gesagt, das habe ich bewiesen. Das sind verschiedene Predigtstils, die ich beobachtet habe. Weiß nicht, vielleicht predigst du gut, du bearbeitest den Text und das ist wirklich eine ordentliche Textpredigt, aber vielleicht hin und wieder hast du jetzt deinen Stil erkannt. Es gäbe viel zu sagen, meine Güte. Aber etwas über Kommunikation. Die Russen sagen, dass Umgang mit Menschen und Eseln ist gleich. Wer sie fest bändigen will, muss einen guten Griff haben an ihren Ohren. Und das ist wirklich wahr. Du kannst nicht heutzutage im Zeitalter von Fernsehen und Videos und all das davon ausgehen, dass die Leute zuhören, wenn du redest. Weißt du das? Das kannst du nicht tun. Du musst interessant reden. Wenn ich benutze, das ist Predigtstil jetzt, nur Predigtstil, und du hast vielleicht eine ganz andere Begabung, aber ich benutze Illustrationen und manchmal Geschichten, damit die Leute irgendwie mitdenken mit mir, und dann mache ich meine Pointe.
Zum Beispiel gestern, ich habe ein bisschen ausgeschweift über meine Familie. Wisst ihr warum? Ich wollte, dass ihr alle eure Erfahrung als Mutter und Vater, dass ihr euch identifizieren könnt mit mir, wenn ich sehe, wie meine Tochter redet. Weißt du, ihr habt wahrscheinlich empfunden, etwas von Elternsein und von Familienliebe. Und erst wenn ihr das empfindet, dann kann ich euch sagen, was Liebe in der Gottesfamilie bedeutet. Ich habe euch bei den Ohren gehalten für eine Weile, bevor ich das geistige Prinzip verkündigt habe. Brüder, gehen nicht davon aus, dass sie alle zuhören, was du sagst. Du musst ihre Aufmerksamkeit erwerben und halten. Rousseau beschreibt viele Predigten in seinem Essay, seinem Aufsatz über den Liebesbrief. Hast du denn gelesen, was der Philosoph Rousseau gesagt hat über einen Liebesbrief? Er sagt, du fängst damit an, ohne zu wissen, was du sagen wirst, und du hörst auf, ohne zu wissen, was du gesagt hast. Manchmal habe ich den Eindruck, was will er sagen? Und erst später komme ich drauf, er will etwas sagen, und wahrscheinlich das. Sag den Leuten, was du sagen willst. Sage ihnen, und dann sage ihnen, was du gesagt hast. Und vielleicht werden sie das mit nach Hause nehmen können. Ich möchte schließen mit dem Rat von einem alten Negerprediger in den USA. Ich muss es sagen in Englisch, denn ihr müsst einmal mein Dialekt wirklich erleben. Wenn du predigst, first, I studies myself full. Second, I thinks myself clear. Third, I praise myself hot. And fourth, I lets myself go. Auf Deutsch, erstens, ich studiere mich selbst voll. Zweitens, ich denke mir selbst klar. Drittens, ich bete mich selbst heiß. Und viertens, ich lasse mich selbst los. Und wisst ihr was? Das ist kein schlechter Rat. Studiere deine Bibel. Studiere die Umfeld der Bibel. Studiere das ganze Buch. Der Abschnitt, der dir wichtig ist, studiere die Textumgebung. Denk darüber nach, was will Gott sagen? Was bedeutet das? Was bedeutet das in meinem Leben? Was könnte das unter Umständen bedeuten für unsere Christen? Und dann denk dir selbst klar. Wie kann ich das am besten sagen? Welche Illustrationen sind gut? Wie kann man das rüberbringen, wo die Leute das verstehen? Und dann bete dich selbst heiß. Und dann musst du nur dich loslassen. Weißt du, eine Predigt ist etwas Lebendiges. Es ist Wahrheit oder Gottes Gebot begossen durch Persönlichkeit. Ich höre Benedikt Peters, das ist reine, wie soll man das sagen, Theologie manchmal, aber so erbauend und so gut und so viel Inhalt. Ich höre einen anderen, er ermahnt ein anderer, er hebt den Herrn Jesus. Jeder hat seinen Stil, jeder hat sein eigenes Organ sozusagen. Gott wird uns benutzen, unsere Gabe, unsere Persönlichkeit entsprechend. Eine Predigt ist Gottes Wort begossen durch Persönlichkeit. Es ist von John Nelson Darby geschrieben worden. Sein Stil war folgendes. Sein Ziel. Er predigte Christus. Und das Ziel seines Dienstes war es, dass Menschen kommen in unmittelbare Berührung mit Gott. Ich habe einiges von meinem Leben und Dienst erzählen müssen. Ich tue das nicht, weil ich meine, ich bin das beste Beispiel, von dem ich weiß, aber ich bin das Beispiel, von dem ich am meisten weiß. Aber weißt du, was das gewaltigste Kompliment ich je gehabt habe nach einer Predigt? Weißt du, was es war? Ein 7-jähriges Kind,
dass sein Vater sagte, Vati, wenn der Mann redet, weiß ich mit Sicherheit, dass Gott lebt. Das meines Erachtens ist das Größte, was ich jemals gehört habe über meinen bescheidenen Ding. Und das ist unsere Aufgabe, Brüder, Menschen zu bringen in unmittelbare Berührung mit Gott. Und diese Aufgabe ist so wichtig, dass du deinen Fernseher abschalten kannst. Dass du noch mehr deinen Fernseher Gott übergeben kannst. Geh oben auf den 2. Stock, öffne dein Fenster und gib deinen Fernseher in Gottes Hände. Okay? Und weißt du, was passieren wird, wenn wir das tun würden? Wisst ihr, was passieren würde? Dann wäre das Niveau in der Versammlung wesentlich höher. Unsere Aufgabe ist, Menschen in unmittelbare Berührung mit Gott zu bringen.